Lemon and Ginger. Bio-Kräutertee mit Zitrone, Ingwer und natürlichem Zitronenaroma. Lecker, lecker. Riecht sehr gut. Wie dieses Jahr habe ich ihn endlich, den Kappa-Tee Adventskalender, den ich letztes Jahr verzweifelt gesucht habe und nicht mehr gekriegt habe und dann auf einen anderen Tee Adventskalender zurückgegriffen habe. Aber dieses Jahr, der ist so schön. Er sieht so schön aus. Oh, das klingt aber alles mega lecker. Morgen gibt es Cranberry und Raspberry. Ich habe es mir gemütlich gemacht. Der Dezember Reading Vlog fängt so an, wie der November Reading Vlog aufgehört hat. Ja, heute ist der erste Tag. Es ist der 1. Dezember. Offiziell jetzt so richtig, obwohl ja eigentlich schon seit dem 1. Advent, ne? Aber jetzt ist wirklich so richtig Weihnachten, also Weihnachtszeit. Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, fühlt sich dieses Jahr alles so ein bisschen komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle mal meinen Tee ab, der ist nämlich noch heiß. Ich bin dieses Jahr auch, obwohl ich eigentlich vorhatte, alles richtig, richtig früh zu machen, irgendwie doch verhältnismäßig spät dran dieses Jahr. Ich habe zwar sehr früh eigentlich geschmückt, aber ich habe bis heute noch keinen Adventskranz. Muss ich mich auch mal endlich drum kümmern. Scheitert eigentlich auch nur daran, dass ich etwas dafür aus dem Keller holen muss und das ganz hinten wahrscheinlich im Keller vergraben ist und ich alles ausräumen müsste und ich schiebe das einfach gerade, soweit es geht, nach hinten. Aber nützt ja nichts, ne? Ich möchte ja eigentlich auch einen Adventskranz haben, deswegen werde ich das heute oder morgen dann vielleicht auch endlich mal angehen, das Thema. Sonst ist geschmückt, ja, viel mit Lichterketten dieses Jahr. Ich habe einen Lichterkettenvorhang an das Wohnzimmerfenster gehängt und ich liebe es. Aber ich weiß noch gar nicht, habe ich eigentlich schon herzlich willkommen gesagt? Herzlich willkommen zum Dezember Reading Vlog. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wie immer für den Einstieg zeige ich euch jetzt in diesem Reading Vlog, was ich mir für den Dezember vorgenommen habe an Büchern. Und es ist wieder eine Menge geworden. Es sind aber auch einige, die ich eigentlich im November lesen wollte. Ich verlinke euch hier oben den November Reading Vlog. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr sehen möchtet, was ich da nämlich eigentlich alles lesen wollte. Beziehungsweise eigentlich, ja doch, 2 sind dabei, die ich im November lesen wollte. Den Rest, hier die Steckdosensicherung, ne? Entschuldigung, ich habe den Hintergrund nicht aufgeräumt hier. Der Rest ist eigentlich relativ neu, aber das sind eigentlich alles, also die sind eigentlich alles auch Bücher, die ihr schon mal hier auf meinem Kanal gelesen habt. Ich lege erstmal mit den Büchern los, die ich noch beenden möchte, die ich nämlich aus dem November mitnehme. Und zwar If We Were Villains habe ich im November Reading Vlog schon ausführlich drüber gequatscht. Ganz, ganz tolles Buch. Es geht hier um 7 bzw. 6 Studenten und sie gehen auf eine Uni, auf so eine, ja, wie so eine Kunstuni, in denen wie nennt man das denn? So eine Kunsthochschule ungefähr. Aber es geht halt nicht nur um Kunst im Sinne von Malen, sondern auch um Gesang und Tanz und Schauspiel. Und um die Studenten, die es hier geht, das sind nämlich alles Schauspielstudenten. Und was an dieser Uni nämlich im Fach Schauspiel eigentlich nur studiert wird, sind Stücke von Shakespeare. Das heißt, Shakespeare spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und es geht aber letztendlich darum, dass diese 7 Freunde, die sie eigentlich sind, doch dann eher sehr zu Konkurrenten werden und letztendlich passiert ist, dass einer von ihnen stirbt. Und was genau da jetzt passiert ist, das findet man hier zusammen mit einem Ermittler raus sozusagen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass der Erzähler in dieser Geschichte, der Protagonist, Oliver heißt er, wohl 10 Jahre im Gefängnis saß. Und er wird freigelassen und der Ermittler, der damals in diesem Fall des verstorbenen Studenten ermittelt hat, der besucht ihn, beziehungsweise, ja, die haben wohl ein Treffen, halt direkt nach dem Gefängnis. Und er sagt, okay, weißt du was, ich arbeite nicht mehr als Polizist. Ich möchte, das heißt, ich bin da jetzt nicht mehr, du hast deine Strafe abgesessen, dir kann nichts passieren. Ich möchte, dass du mir jetzt erzählst, was damals wirklich passiert ist. Und so erfährt man dann rückblickend, ja, was Oliver sozusagen widerfahren ist, beziehungsweise diesen Studenten, was damals passiert ist. Und es liest sich einfach ganz, ganz fantastisch, muss ich sagen. Ich liebe dieses Buch sehr bis jetzt.
Wie gesagt, die letzten 100 Seiten werde ich jetzt Anfang Dezember, ich hoffe immer noch auf heute Abend, nee, heute Abend schaffe ich es nicht, aber vielleicht morgen, werde ich das hoffentlich beenden. Ebenfalls aus dem November mit rübergenommen habe ich The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Habe ich mal angefangen für die Rory Gilmore Reading Challenge und ich habe es Anfang November wieder aufgegriffen. Das ist sehr, sehr lange her, dass ich das erste Kapitel gelesen habe. Dann habe ich es zur Seite gelegt, weil es irgendwie nicht so wirklich meins war. Und ja, jetzt möchte ich aber doch langsam mal wieder mit dieser Challenge so richtig durchstarten, weil ich es halt ewig habe schleifen lassen. Deswegen hatte ich dann im November das hier angefangen. Ich habe mir auch so ein paar Abschnitte eingeteilt und ich bin im November bis Seite 60 gekommen. Deswegen hier werde ich auf jeden Fall ein bisschen weiterlesen. Dann habe ich halt tatsächlich einen Stapel Rezensionsexemplare hier, den ich lesen möchte. So, und zwar als allererstes das hier, das Tagebuch der Jenna Blue von Julia Adrian, möchte ich unbedingt lesen. Habe ich im November Reading Vlog auch schon von erzählt, dass ich das gerne lesen möchte. Das ist ein Thriller für Jugendliche, aber halt auch so eine Art Märchenadaption. Geht um Schwestern, die aber ja kein besonders liebevolles Verhältnis haben, sondern es fängt halt damit nach. Also mit dem Satz, der hinten drauf steht, ist: Ich denke darüber nach, meine Schwester zu töten. Und was genau das jetzt alles hier damit auf sich hat, das möchte ich unbedingt gerne lesen. Und dieses Buch ist einfach wunderschön. Und genauso von Sophie Kinsella, Erobere mich im Sturm. Ich mag die Bücher von Sophie Kinsella sehr, sehr gerne. Es ist halt wirklich so eine lockere, kurzweilige Lektüre und ich mag die Bücher. Lässt sich ja darüber streiten, was das jetzt für einen Anspruch hat, für einen literarischen Anspruch, aber mich unterhalten die Bücher immer sehr, sehr gut. Ich ärgere mich gleichzeitig immer über die Protagonistinnen in Sophie Kinsellas Büchern. Gleichzeitig kann ich die Bücher auch nicht aus der Hand legen. Deswegen, hier freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und ich vermute, dass ich das dann auch, wenn ich es dann anfange zu lesen, jetzt lehne ich mich wahrscheinlich wieder, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich es angefangen habe zu lesen, dass ich es dann auch verhältnismäßig schnell gelesen haben werde. Vorausgesetzt die Zeit und die Umstände im Dezember werden es zulassen. Ebenfalls ein Rezensionsexemplar, das ich lesen möchte im Dezember. Ihr seht, ich habe ja so ein paar hier. Und da möchte ich jetzt gerne halt auch mal einen Haken dran machen. Und das ist Die letzte Göttin von Laura Beth Johnson. Eine Geschichte, die abgefahren gut klingt. Auch das ist wie so eine Nacherzählung von Dornröschen so ein bisschen. Und es geht hier darum, dass die Protagonistin in einen 100-jährigen Schlaf versetzt werden sollte, weil sie zu den Auserwählten gehört, die auf einem neuen Planeten sie ansiedeln sollten. Und dafür wurden halt diese Auserwählten in einen künstlichen Schlaf versetzt, der eigentlich 100 Jahre dauern sollte. Und die Protagonistin wacht dann aber nicht 100 Jahre, sondern 1000 Jahre später auf. Und sie ist irgendwo, hat keine Ahnung, es ist natürlich alles vollkommen anders. Sie ist wie in so einer Wüstenwelt, steht hier in einem Wüstenreich. Und sie wird interessanterweise von dem Volk, das dort lebt, als Göttin verehrt, weil dieses Volk, für sie ist alles, was mit Technik zu tun hat, halt magisch und vor allem auch diejenigen, die Technik beherrschen, sind göttergleiche Wesen für dieses Volk. Und Andra ist das ja nun mal, weil sie aus einer Zeit kommt, wo Technik halt stinknormal war. Aber 1000 Jahre später ist das anscheinend nicht mehr so. Jedenfalls, freue ich mich hier auch tierisch drauf. Ich freue mich so sehr darauf, hier endlich zu lesen, was genau der Sache ist. Und 2 Bonusbücher nenne ich es jetzt mal, zeige ich euch noch. Moment. Weil mit den Büchern, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ist halt eigentlich mein Pensum für den Dezember wahrscheinlich schon mehr als erschöpft. Aber auf meiner November-Leseliste hatte ich nämlich eigentlich Crave von Tracy Wolff und ich bin hier sehr, sehr neugierig drauf. Man hört ja sehr viele unterschiedliche Sachen drüber. Entweder man liebt es oder man hasst es und ich möchte sehr, sehr gerne wissen, in welches Lager ich gehöre. Vampire sind eigentlich auch nicht so meine bevorzugten Fantasy-Wesen. Dennoch spielt das Ganze an einer Schule und das ist dann halt auch wieder was mich sehr neugierig drauf gemacht hat. Und man liest ja auch hier, okay, es erinnert halt schon so ein bisschen an Twilight, aber die Beziehung hier soll nicht ganz so toxisch sein. So. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mir das gefällt.
wir werden sehen. Und ja, mal gucken, ob ich das noch im Dezember schaffe. Die anderen Bücher haben erstmal Vorrang für mich. Ja, eins habe ich noch, wirklich. Das ist dann aber auch das letzte. Ja, Harry Potter und der Stein der Weisen in der Mina Lima Ausgabe habe ich geschenkt bekommen im November zum Geburtstag. Und es hat mir einfach so eine Lust auf gemacht, als ich da angefangen habe durchzublättern, erstens halt nochmal neu auf die Geschichte und zweitens mir halt alles, so diese ganze Aufmachung im Detail anzusehen. Und das geht halt nur beim Lesen. Deswegen werde ich ja wahrscheinlich eher so phasenweise, nicht an einem Stück, aber mal so phasenweise im Dezember hier lesen. Die Geschichte kenne ich natürlich schon, aber ja, ich finde es einfach wunderschön. So, jetzt habe ich wieder sehr, sehr lange gequatscht mit meiner Leseliste. Ich bin sehr gespannt, was der Dezember bringt. Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? Rudolph the red-nosed reindeer, the red-nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time, and you will not fall into the fox's mouth. So baby, run from everyone who's trying to take a bite of you. I bet if you believe this Christmas is gone. Heute am 3. Dezember und einige Tage nach dem ersten Advent habe ich es dann auch mal geschafft, unseren Adventskranz fertig zu machen. Ich habe eigentlich fast jedes Jahr dieses Brett und irgendwie sieht es dieses Jahr ein bisschen dünn aus. Ich glaube, mir sind einige von diesen Dingern hier abhanden gekommen und mein Sohn hat mit diesen Tannenbäumen gespielt, deswegen sehen die auch nicht mehr so frisch aus. Und getrocknete Orangenscheiben, die ich sonst auch immer da drauf lege, ja, die sind auch nicht mehr frisch. Deswegen musste ich die auch erstmal weglassen. Da gucke ich, ob ich noch neue finde. Aber jetzt erstmal ist es so ein bisschen weihnachtlicher hier zu Hause zumindest. Das hat mir nämlich ganz, ganz doll gefehlt. Nicht ganz so weihnachtlich, aber dafür sehr unterhaltsam ist mein aktuelles Buch. Ich lese Erobere mich im Sturm von Sophie Kinsella. Ich habe es gestern Abend angefangen. Ich bin noch nicht weit. Ich glaube so bei Seite 50 ungefähr. Und es ist einfach wieder typisch Kinsella, kann man da nur sagen. Und ja, mit dieser Woche Italien halt wirklich überhaupt nicht weihnachtlich oder winterlich, aber trotzdem habe ich da so einen Bock drauf gerade. Ja, und wie schon vorausgesagt, die Seiten gehen ziemlich schnell. Ich habe gestern Abend ein bisschen gelesen in der Badewanne und das ging halt wirklich rucki-zucki, bis die ersten 50 Seiten vorbei waren und ich freue mich sehr hier drauf. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Update gemacht habe. Es ging hier ein bisschen turbulent zu, sagen wir mal so. Also heute ist Dienstag und ich bin letzte Woche Montag, habe ich mich blöderweise so richtig dämlich auf die Schnauze gelegt draußen. Ich war halt von oben bis unten vollgepackt mit Einkaufstüten. Und dann hat sich mein Schnürsenkel im Schuh verhakt und ich bin ja im Prinzip über meine eigenen Füße gestolpert und bin richtig hingeknallt. Dann lag ich erstmal 2 Tage mit einem dicken Knie flach und dann konnte ich am 3. Tag morgens auf einmal nicht mehr aus dem Bett ausstehen. Ende vom Lied war, dass ich mir anscheinend bei diesem Sturz, keine Ahnung, oder bei was anderem, irgendwie so krass irgendwie den Rücken blockiert habe, dass meine Muskulatur halt sich konstant verkrampft hat tierisch wehgetan. Ich konnte mich nicht bewegen und lag im Prinzip noch bis gestern den halben Tag, ging halt nur liegen und so gerade irgendwie im Bett sitzen mit ganz, ganz vielen Kissen. Deswegen, ja, so viel dazu.
Ich habe mir die Weihnachtszeit auch so ein bisschen anders vorgestellt, zumindest jetzt so die letzte Woche, weil ich eigentlich ganz viel auf dem Zettel hatte und musste aber deswegen leider ganz, ganz viel vom Zettel streichen. Ich hatte aber dafür so ein bisschen Zeit zum Lesen, weil ich ja jetzt nun mal wirklich ans Bett gefesselt war sozusagen und nicht aufstehen konnte, um irgendwas anderes zu machen. Deswegen, ich glaube, das letzte Buch, das ihr gesehen habt, war Sophie Kinsella, Erobere mich im Sturm. Das habe ich beendet und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es war halt so ein typischer Kinsella-Roman für mich. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt der Vlog online kommt, müsste auch schon ein Video da sein, online sein, in dem ich das Buch nochmal genauer vorstelle. Hat mir sehr gut gefallen. Und danach habe ich mit dem hier weitergemacht, das Tagebuch der Gender Blue von Julia Adrian. Hier bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, was jetzt mein letztendliches Fazit ist. Also fest steht auf jeden Fall, dass ich es gerne gelesen habe. Bin mir aber mit dem, was so der Klappentext verspricht und das, worum es dann in einem Großteil des Buches geht, noch so ein bisschen unsicher. Da muss ich noch mit mir so ein bisschen hadern. Ich habe das aber auch erst gestern Abend beendet. Deswegen ist doch noch nicht viel Zeit ins Land gegangen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, ich mochte das Buch an sich eigentlich ganz gerne. Ich habe es gerne gelesen und ich finde, ich mag das total gerne, wie sich das anfühlt. Das ist so weich, aber irgendwo, es liegt halt sehr, sehr schön in der Hand, sagen wir mal so. Und dann ging es darum, was mein nächstes Buch ist. Ihr habt ja am Anfang dieses Videos meine Leseliste gesehen und ich habe auch, ehrlich gesagt, am Anfang des Monats nicht gedacht, dass ich so weit komme, dass ich jetzt schon, weiß nicht wie viele, die 2, was habe ich davor gelesen? If We Were Villains habe ich ja beendet. Ich gucke nochmal nach. Davor habe ich If We Were Villains beendet, das ich ja aus dem November noch mitgenommen habe. Und das heißt, im Prinzip bin ich ja jetzt schon bei 3 beendeten Büchern und wir haben heute den 14. Dezember. Das heißt, ich habe eigentlich auch noch gut Zeit. Und was jetzt noch auf meinem Regal steht von meiner Leseliste für den Dezember ist nämlich einmal Crave von Tracy Wolff und die letzte Göttin von Laura Beth Johnson. Und dann hatte ich ja auch noch gedacht, dass ich mit Harry Potter, der Mina Lima Ausgabe, starte, was ich auch noch machen möchte. Und ich habe ja auch noch The Picture of Dorian Gray, das ich zu Ende lesen möchte. Mir ist gerade halt nach 2 Genres, also mir ist entweder halt voll nach Fantasy, ich erzähle euch gleich warum, oder mir ist halt voll nach so einer, so ein bisschen so eine Endzeitgeschichte, erzähle ich euch. Also es hat eigentlich so, kommt auf den gleichen Grund raus, weil wir haben nämlich Serien geguckt. Wir haben nämlich angefangen, das Rad der Zeit zu gucken und haben da erscheint ja jeden Freitag eine neue Folge und haben da jetzt auch so weit geguckt, wie es geht bis zu diesem Zeitpunkt. Das Ganze ist ja eine Fernsehserie und beruht ja eigentlich auf auf einem Roman, auf einer Reihe. Und ich habe da halt sehr, sehr viel Gutes drüber gehört, deswegen haben wir angefangen, diese Serie zu gucken. Und sie ist so ein bisschen anders, als ich gedacht habe, aber trotzdem hat mir diese Serie macht mir extrem Lust auf Fantasy. Und eigentlich, halt auch so ein bisschen auf High Fantasy, was ich eigentlich gar nicht so viel lese. Aber was ich dachte, was vielleicht dann ganz gut passt zum Thema Fantasy, wäre Crave von meiner Leseliste von Tracy Wolff. Und dann die zweite Serie, die wir aktuell gucken, ist The 100. Ist ja auch eine Verfilmung eines Romans von Cass Morgan. Genial. Also wir haben wirklich in kürzester Zeit diese Serie, also wir haben sie nicht durchgeguckt, es gibt, ich glaube, 7 Staffeln mittlerweile. Wir sind jetzt bei Staffel 3. Ich glaube, wir sind jetzt bei Staffel 3. Und die Serie, finde ich, also die macht süchtig. Und die macht mir halt auch total Lust auf so Endzeit-Geschichten. Deswegen dachte ich, da passt ja auch so ein bisschen die letzte Göttin ganz gut, was ja auch auf meiner Leseliste von Dezember steht. Deswegen konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, welches Buch ich jetzt als nächstes lesen soll und habe euch abstimmen lassen. Und ihr habt eindeutig für Crave gestimmt. Deswegen wird das jetzt mein nächstes Buch sein und ich freue mich sehr, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt und deswegen werde ich da heute nämlich auch mit loslegen. In a mirror
We look like Santa's helpers, wearing ugly sweaters. Have a seat by the fire, eating candy canes while my heart is beating, yeah. Rudolph the red-nosed reindeer, the red-nosed reindeer was found. There'll be a miracle this time, and you will not fall into the fox's mouth. Well, baby, run from everyone who's trying to take a bite on you. I bet if you believe this Christmas Eve is gonna be too good with you, and you'll be singing hey. So, das Jahr ist fast rum. Und ich sitze gerade an meinen Halbjahres-Highlights. Überlege mir gerade, welche Bücher meine Halbjahres-Highlights sind. Von Juli bis Dezember habe das ja auch schon für den ersten Teil des Jahres gemacht. Und jetzt im Dezember soll halt der zweite Teil davon online gehen. Deswegen, überlege ich da gerade, aber ich habe meine Wahl schon getroffen. Es ist mir diesmal sehr, sehr leicht gefallen, muss ich sagen. Beim letzten Mal fiel es mir ein bisschen schwer, aber diesmal war es ganz leicht. Ich habe nämlich, ich habe hier so ein kleines, wie so ein Buchjournal. Und ich habe halt hier vorne, ich habe das noch nicht alles auf den neuesten Stand gebracht hier, aber ich habe hier halt eine Seite mit Jahreshighlights. Und da habe ich reingeguckt und es stehen nämlich genau, also für die zweite Jahreshälfte, nämlich genau 3 Highlights da. Und es sind alles Bücher, die habe ich angeguckt und das war so, yep, das sind definitiv meine Highlights aus den letzten 6 Monaten. Das mache ich gerade und was ihr hier im Hintergrund seht, das ist auch mein Subregal. Also hier, ab hier nicht mehr, da stehen jetzt DVDs, aber hier diese Regalbretter aufwärts. Und das ist nämlich auch eine Sache, die ich eigentlich auch noch in diesem Video gerne machen möchte, da so ein bisschen durchsortieren. Ich habe ja auch Bücher, also ich mache das eigentlich immer so, dass ich meine Leseliste für einen Monat immer so auf mein Kopfteil vom Bett stelle und mir dann da halt immer meine Bücher runternehme oder beziehungsweise das nächste Buch, wenn ich eins ausgelesen habe. Und ich habe da immer noch meine Leseliste Oktober stehen, weil aus dem Oktober oder im Oktober habe ich ja kein einziges Buch von meiner eigentlichen Leseliste gelesen. Deswegen steht die da immer noch und das muss ich mal zurückräumen. Ich wollte auch noch mal so ein bisschen durchsortieren, noch mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht finde ich ja auch noch das ein oder andere Buch, was ich doch von meinem Sub runternehmen kann. So ein paar Altlasten entfernen, mal gucken. Ich habe übrigens gestern Abend angefangen, Crave von Tracy Wolff zu lesen. Und ich bin jetzt, also ich habe so die ersten 50 Seiten ungefähr gelesen und ich muss sagen, so der Anfang hat mir schon ganz gut gefallen. Also es ist halt, es liest sich sehr leicht weg, sagen wir mal so, weil das Ganze ja wirklich sehr locker erzählt wird. Und meine sind jetzt nur 50 Seiten von 600. Aber bisher bin ich eher positiv angetan, sagen wir mal so. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Der Love Interest hat ja auch schon direkt am Anfang seinen Auftritt gehabt. Deswegen mal gucken, wie es da weitergeht. Ich bin positiv gestimmt, sagen wir mal so. Ich befürchte oder ich glaube allerdings, dass ich jetzt für den Rest des Dezembers vorerst auch gar nicht mehr so extrem viel lesen kann, wie das jetzt in den am Anfang war. Da lag ich ja im Bett. Und weil jetzt sind hier dann auch Kita-Ferien, das heißt, mein Sohn ist dann zu Hause und da ist es dann halt auch sowieso schwierig mit Lesen. Und wir haben ja, habe ich ja auch schon erzählt, wir haben angefangen, The 100 zu gucken und diese Serie macht einfach so krass süchtig, dass wir halt echt jeden Abend im Moment vorm Fernseher sitzen, um da weiter zu gucken. Ja, aber extrem gute Serie, muss man sagen. Ich arbeite jetzt noch mal ein bisschen weiter, mache mir ein paar Notizen zu den Büchern nochmal für das Video und mal gucken, dass ich das dann hoffentlich nächste Woche noch drehen kann.
was soll ich sagen? Dezember ist vorbei. Wir haben mittlerweile tatsächlich schon Januar und es ist halt genau das passiert, wie ich vorausgesagt habe. Dass ich jetzt den Rest vom Dezember nicht mehr so viel geschafft habe zu lesen, weil oder sonst irgendwie zu arbeiten in irgendeiner Art und Weise, war einfach schlicht unmöglich. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, die kleine Kinder haben, wenn da Ferien sind. Oder auch sonst, wenn die Kinder zu Hause sind, ob ihr zu irgendwas kommt, ich nicht. Deswegen war der Dezember auch dann zum Schluss ein bisschen, nicht ganz so lesereich, aber dafür ja der Anfang. Und insgesamt war der Dezember auf diesem Kanal verhältnismäßig ruhig, weil ich dann einfach gar nicht mehr so viele Videos machen konnte, wie ich eigentlich wollte. Deswegen kommt das dann alles nach und nach im Januar hoffentlich. Aber letztes Update für diesen Vlog Crave von Tracy Wolff. Ja, es ist zwar schon Januar, also Anfang Januar, aber ich lese es immer noch. Und ich habe gestern Abend noch ein ganzes Stück gelesen. Also jetzt aktuell bin ich bei Seite 474. Ich war am Schluss von Dezember ungefähr bei der Hälfte. Und wie gesagt, ich habe gestern Abend noch gut was weglesen können. Und ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich, was dieses Buch angeht. Werde mir dann aber, wenn ich es tatsächlich dann auch ausgelesen habe, dann hoffentlich ein besseres Bild machen können als jetzt gerade. Weil jetzt gerade bin ich wirklich so, ich weiß nicht, weiß noch nicht so genau, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Sonst habt ihr eben auch ein paar Ausschnitte gesehen, wie ich das Setup für mein neues Bullet Journal gemacht habe. Und bitte die Bullet Journal Profis, da draußen, die sich das angesehen haben. Ich bin absoluter Neuling, was das angeht. Also ich habe das letzte Jahr auch schon ein Bullet Journal geführt, aber habe das halt super minimalistisch gehalten und da auch nichts groß gezeichnet oder mit Lettering gemacht und so weiter. Das heißt, das fange ich jetzt halt erst an und deswegen fehlt mir da noch sehr die Übung. Aber ich muss sagen, ich fand es super angenehm, das Setup zu machen und dabei Hörbuch zu hören. Das hat so einen Spaß gemacht und das war so eine entspannende Arbeit irgendwie am Abend. Achso, und ich habe diesmal jetzt auch nicht mehr extra Bullet Journal und so ein Bücherjournal, sondern ich habe das jetzt in eins gemacht und ich glaube, so gefällt es mir auch besser, dass ich alles in einem Notizbuch habe und nicht zwei unterschiedliche. Ich glaube, das mag ich sehr gern. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in der Praxis erweisen wird. Aber so muss ich sagen, gefällt mir das alles sehr, sehr gut. Und freue mich darauf, die nächsten Monate zu gestalten und dabei weiter Hörbuch zu hören. Also das ist wirklich so eine Arbeit, wo man einfach perfekt Hörbuch bei hören kann. Und deswegen habe ich dann Ende Dezember auch noch ein Hörbuch beendet. Aber das werdet ihr dann alles in meinem Lesemonat erfahren, der dann hoffentlich jetzt auch bald online kommt. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss für heute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Dezember gehabt und ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Frohes neues Jahr, kann man, glaube ich, heute noch sagen. An dieser Stelle. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Daumen hoch nicht vergessen und bis dann. Tschüss.